Hallo und willkommen zurück zu Crimes and Punishments mit Sherlock Holmes. Die Wildaffenbande im Adventure-Fieber. Und ich hoffe, ihr seid genauso mitgerissen und am Mitfiebern. Denn schon der nächste Fall, das Drama von Kew Gardens, wartet jetzt auf uns. Hinein in das wilde Abenteuer. Fliegen. Hört sich nach Leiche an. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment, a theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Krank! Kranker Scheiß! Gut, okay, das ist die Zusammenfassung unseres Falls. Was haben wir von da mitgenommen? Das eine silberne Gabel haben wir eingesteckt. Das ist ja unerhört. Ah. Aber sonst nichts weiter Interessantes. Aufgabe: Finden Sie die Pflanzen, die nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen wurden. Ne? Hört sich nach einem Fall für uns an. Oder auch nicht. Ne, weder Tab noch B brauchen wir im Moment. Uns heißt es nur warten. Tja. Sieht etwas düster draußen aus. Es wird ja auch Herbst wohl. Offensichtlich. Ach je, immer dieses längere Warten. Wir haben aber Tobi nicht mehr mit, habt ihr gesehen. Es ist zu schade. Das hätte mich wieder sehr gefreut. Aber vielleicht können wir ja, wenn es hier um Pollen und Blüten und Pflanzen und Diebstahl geht, nachher noch heranpfeifen. Das würde mir natürlich sehr gefallen. Das ist eine herausragend, also unglaublich lange Fahrt. Sowas kann sich auch ziehen. Bis Kew Gardens ist es weit. Offensichtlich. Mit anschließendem Ladebildschirm. Schön. Schön. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Hörte sich sehr überzeugend an. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants?
They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glasshouse. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glasshouse. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Pflanzen. Da wurden ein paar Pflanzen gestohlen. Was ist hier los, Holmes? Was ist hier los? Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glasshouse. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Ich verstehe. Ich verstehe. Es geht ihm gar nicht um die Pflanzen, sondern um den Mord. Um den Toten. Ja, natürlich, es war eine Herzattacke. Ich bin mir ganz sicher, dass es bei Pflanzen und sowas bestimmt überhaupt gar nichts mit Gift zu tun hat. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz... The plants were here. All of them was stolen. Vor allem, das sieht so aus, als wären das viele gewesen. Do not touch. Luftballons, die sehr merkwürdig aussehen. Eine Liste der Pflanzen. Here is a list of the stolen plants. Die hat er gleich eingepackt, hoffe ich. Gut, dann schauen wir uns doch gleich mal den Tatort an. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Blood. Gut, natürlich. Beim Herzinfarkt ist das ganz normal. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. So, dann jetzt mal mit T das Ganze. Ach du meine Güte. Soil. It should have come from a flower pot. Soil. It should have come from a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Gut, das war aber nicht alles. Das ist auch noch ein zerbrochener Topf. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Dann haben wir hier noch die Tür. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Und dann haben wir noch das beschädigte Türschloss. Die Tür wurde aufgebrochen. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room.
Es sieht sogar so aus, als hätte vielleicht jemand versucht, die Tür zuzuhalten. Dann wurde sie gewalttätig aufgebrochen mit der Schulter. Ja, das kommt hin. Und dabei ist er nach hinten geschleudert. Und hat das Ding sie dazu Das war noch nicht alles. Ah, die Fußspuren. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Na, logischerweise Tür aufbrechen, Topf umschmeißen, auf Beckenrand stürzen. Sequenz ansehen. Oder so. Ginge natürlich auch. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Wo war die jetzt? Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. Ach so. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Vielleicht gibt es Pflanzen, die auf irgendetwas, ja, ungut reagieren. Die musste rausgeschafft werden, damit er umgebracht werden kann. Ja, das schauen wir uns gleich an. Damit die Pflanzen nicht beschädigt werden? These plants come from all the territories of the British Empire. Das heißt, es muss jemand gewesen sein, der die Pflanzen mag? Nein. The smell is strong. It is a detergent. Fensterscheiben? These windows were perfectly cleaned. Steinsplitter. Von einer, naja, von einer Vase vielleicht oder sowas? This broken fragment was the result of a heavy blow. Ne. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Oder so. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Mist. Ah, Belüftungsauslass. This is one of the outlets of the ventilation system. Bäh. Mal sehen, was unser... Dann war eingesperrt, Legerin des Kolonialhauses. Das sagt uns eindeutig, wir müssen eine Autopsie durchführen. Sein Tod ist verdächtig. Warum schießt er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Wir müssen eine Autopsie durchführen. Ja, ich weiß, Tab und so. Vielleicht können wir ja nochmal... Vielleicht... Jetzt lauf! Vielleicht können wir ja nochmal mit den Leuten reden. Ich finde, reden ist immer sehr wichtig. Na. Dry tropics.
These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Mhm. Ich wollte eigentlich nur hier raus und jetzt komme ich hier in immer wieder neue Räume. Da müssen wir uns aber natürlich alles anschauen. So ist nicht. There is a smell of burning. Oh Gott, schnell. The symbol is not from Kew Gardens. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the Colonial Collection and that of the fireplace are made of the same material. The remains of a picture frame. Aha. Versucht da jemand Beweise zu A vernichten? protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. A Verbrannter broom Besen. handle was half burned. The Pflanzenüberreste. plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Sollten wir da nicht die Beweise sichern? Nicht. Bei mir ist ein Teich, da hätte man super sagen können, hey und ho. Ah, eine Karte, das ist gut. Wir sind hier durch. Dry tropics. Dann sind wir hier hoch. Ventilation system. Das ist interessant. Seed house. Nursery. Mhm. Colonial Collection. Da waren wir ja. Water lily greenhouse. Director's office, cloakroom and laboratory. Reserve. Farmhouse. Haben wir alles? Ich hoffe doch. Normalerweise geht er ja dann automatisch raus, aber weil das ist eine Karte. Aha. A map of Kew Gardens. Ja, geht automatisch raus, war klar. Und gerade hier wird's interessant. Ah, ich wollte schon sagen, ist bestimmt zu. A water tank. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation... Ja, es ist ein Gegenstand von Interesse, das weiß ich jetzt schon. Aber wir müssen erst die Autopsie durchführen. Seed house. Locked. Na. Niemand kann diese Gebäude vor mir, ne? Und so verschließen. Was ist das? Noch eine Karte? Ja. Das, ja, das hatten wir ja alles schon. Durchaus ist dieser Gegenstand von Interesse, aber das interessiert uns ja momentan eher weniger. Locked. Da wir uns die Karte ja Seed justamente vor wenigen Augenblicken angeschaut haben. Locked. Nursery. Ich verlaufe mich hier ganz schlimm. Ich sehe das schon kommen. Hier hätte man es von außen gesehen. Okay. Nehme ganz stark an, dass es hier natürlich auch abgeschlossen ist. Locked. Yep.
Dann drehen wir wieder um. Und ich würde mir ja gerne noch hier diesen Palmenhain anschauen. Can I help you, gentlemen? Vorsicht, fall nicht. Albert Dunn. Können Sie? Können Sie? Aber zuerst wollte ich mich umschauen. Wieso hört sich das hier so gruselig an? Hier gibt es absolut nichts zu sehen. Das ist natürlich schade. Also abgesehen natürlich davon, dass es schöne Palmen sind und toll gemacht und hübsch, hübsch. Gibt es keine Informationen für den Fall. Und Sie. Mit Ihnen kann ich jetzt reden. Und ihn mir zuerst mal anschauen. Er hat verweinte Augen. Achso, da unten. Beim Rasieren geschnitten, der junge Mann. Saubere Hände. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. We will see you again soon. Das ist hübsch. Das ist hübsch. Das will ich auch in meinem Garten haben. So. Hier ist bestimmt alles abgeschlossen. Locked. Das dachte ich mir. Locked. Das dachte ich mir. Damit so umdrehen hat er immer seine Schwierigkeiten. Und mit Ihnen würde ich auch gerne nochmal reden. Zuerst Sie mal etwas näher betrachten. Brille kurzsichtig, überall Dreck. Überall Dreck, meine Güte. Unverheiratet. Das überrascht ja jetzt. Die Hände eines Gärtners. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Das tut mir leid, dann müssen wir das zu einer Mordsache machen. Scotland Yard, wir kommen. Und diese Fahrt überspringen wir. Das können wir ja, weil die Folge jetzt beendet ist und wir uns in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, ciao.